Auch was die Ablesbarkeit angeht, also man hat hier keine so starken Vibrationen, dass der ganze Bildschirm wackelt. Besonders angetan bin ich, wie gesagt, von dieser Flexibilität mit den beiden Kugelköpfen, dass ich das halt ja, nach Belieben einstellen kann. Ihr kennt das sicher auch, mit dem Bike unterwegs zu einem unbekannten Ort und man kennt den Weg nicht. Hat das Motorrad kein Navi an Bord, muss das Smartphone herhalten. Doch wohin damit? Am Markt gibt es viele Handybefestigungssysteme für Motorräder. Ich schaue mir heute zwei Systeme an. Einmal das WEM X-Grip Lenkerset und dazu werfe ich noch einen Blick auf den X-Grip Wireless Charger. In diesem Video zeige ich euch, was die beiden Systeme können, wie das X-Grip zu montieren ist und last but not least, ob das System auch sicher ist und hält. Für das X-Grip Lenkerset müsst ihr rund 80 € auf den Tisch des Händlers legen. Das ist der offizielle UVP. Für den X-Grip Wireless Charger werden ca. 140 € fällig. Zu kaufen gibt es die X-Grips beim Motorrad- und Onlinehandel. So, und genau das ist es. Das WEM Mounts X-Grip. Einmal schauen wir mal, was alles in der Verpackung drin ist. Hier sind die Gelenke zur Befestigung am Bike und zur Befestigung des Mounts. Dann haben wir hier eine relativ simple Bedienungsanleitung. Das hier ist ein nochmaliges Sicherheitsgrip, Sicherheitsgummi, um das Handy hier zu befestigen. Das zeige ich euch aber gleich. Dann haben wir hier WEM Mounts, eine kleiner Prospekt, was es alles gibt für Fischer, Echolote, für Boote, für das Auto, Notebooks. Also ein sehr, sehr umfangreiches Programm, was WEM Mounts anbietet. Und dann haben wir hier das Befestigungsmaterial. Auch sehr simpel. Das heißt, ihr habt hier mal die Kugel, die wird am Motorrad angebracht, am Lenker zum Beispiel. Es gibt verschiedene Befestigungssysteme, das zeige ich euch gleich am Bike. Kommt hier rein, hier unten fest und dann kommt das darauf. Also wirklich eine sehr simple Sache. Gesichert ist das Ganze durch zwei Muttern. 11er sind das, also einen 11er Schlüssel braucht ihr. Und dann haben wir hier dieses hier, das ist also eigentlich, das ist der Clou des Ganzen. Es kommt der eine Kugelkopf hier rein. Muss man ein bisschen weiter aufdrehen. So. Und der WEM Mount selber kommt in den anderen Kugelkopf rein. Na, dann wird das zugedreht. Ist hier super flexibel in alle Richtungen. So, hier ebenfalls. Ihr könnt das also wirklich sehr individuell anpassen. Festdrehen und das sollte dann bombenfest halten. Hier hinten habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr dem Ganzen nicht so 100% traut, dieses Gummiteil nochmal hier rüber zu stülpen. Und dann könnt ihr später, wenn das Handy eingespannt ist, hier mit den Gummis das Handy an den Vierecken nochmal fixieren. Also eine ganz patente, ganz schlüssige und pfiffige Geschichte. Wir werden mal sehen, wie das hält, wie sicher das hält und wie einfach das zu montieren ist. Das machen wir gleich. So, dann habe ich mir noch gekauft für längere Touren mal von WEM Mounts den WEM Tough Charge. Ja, das ist im Prinzip auch basierend auf dieser X-Grip-Technologie, also dieses hier. Und ihr könnt damit dann, wenn ihr längere Touren habt, eben euer Handy auch drahtlos laden. Das Ganze ist wasserdicht und hat verschiedene Ladeströme, ich glaube 2,5, 5, 7,5 und bis zu 10 Watt, also ordentlich schnell. Gucken wir mal, was hier alles drin ist. So, das packen wir mal zur Seite. Weg. Und das auch. So, also, was haben wir denn alles hier drin? Ein USB-Verlängerungskabel für euer Bordnetz. Wenn ihr irgendwo USB-Strom abnehmen könnt, habt ihr hier eine Verlängerung.
Dann gibt es hier die Bedienungsanleitung mit der Packliste, was alles dabei ist. Einmal gibt es eine Art Kleber, hier ist es schon montiert, aber der ist dafür da, dass man hier diese Pömpel hier nochmal fixieren kann. Ja, das ist es im Prinzip. WAM Tough Charge mit X-Grip Technology. Patentiert das Ganze. Hier wieder diese klassische Kugel. Und dann habt ihr auch hier wieder das System, wie bei den ganz normalen, Auf- und Zumachen. Und so kann das Handy dann reingelegt werden. Ja, ich habe es schon gesagt, QI-Modus oder Standard ist gegeben. Für das Laden, also ist es dann eigentlich egal, ob ihr ein Samsung, HTC, ein iPhone, Apple oder was auch immer habt. Das lädt alles. Ja, und ganz wichtig, das Ganze ist natürlich wasserdicht. Wenn ihr mal in einen Regen kommt, müsst ihr euch um das Handy und um das Ladegerät hier und die Halterung keine Sorgen machen. Und auch hier gibt es wieder dieses Gummi dazu, kommt hier hinten rauf und dann könnt ihr das fixieren, falls ihr mal schneller fahrt oder der ganzen Sache nicht traut. Das ist so das Erste, woran ihr denken müsst oder was ihr euch überlegen müsst. Welche dieser beiden U-förmigen Profile nehmt ihr? Hier für die R90, in diesem Bereich ist der Lenker sehr, sehr breit oder dick. Also nehmen wir nicht das kleine, sondern wir nehmen das große. Das wird jetzt hier ungefähr angepasst. Dazu gibt es hier unten ein Kunststoffteil. Das kommt hier ran und dann kommt auf die andere Seite diese Konstruktion. Wir machen das mal ab, dann ist das ein bisschen einfacher. Mit dem Kugelkopf und wird dann eigentlich wirklich ganz, ganz simpel hier rauf gemacht. So, das machen wir doch jetzt mal. Genau, ich würde sagen, so passt es ganz gut. Dann kommen die 11er Muttern rauf. Immer achten, dass ihr nicht zu scharf auf der einen Seite anzieht, sondern immer wechselnd. Den Rest mache ich jetzt mit dem normalen 11er Schlüssel. Ihr müsst aufpassen, dass ihr es nicht zu fest anhaut, dass ihr das Gewinde kaputt macht. Bombenfest. Das hält bombenfest und so sieht das aus. Ich kann hier ein bisschen drehen, ohne dass ich an den Kugelkopf gehe und justieren. Und das Ding macht einen guten Eindruck, auch was die Ablesbarkeit angeht. Also man hat hier keine so starken Vibrationen, dass der ganze Bildschirm wackelt. Das ist ganz angenehm. Ich würde es mir hier jetzt etwas höher einstellen. Will heißen, ich muss doch immer ein bisschen den Blick von der Straße nehmen. In Sachen Fahrsicherheit nicht optimal. Aber das ist kein Problem durch die Flexibilität. Ach, hier ist gesperrt. Na, sage mal. Ja, durch die Flexibilität kann ich das beliebig einstellen. Ja, jetzt meckert sie mit mir. Und es dann eben ein bisschen höher machen, muss ich halt sehen, dass ich auf den Kilometerzähler, auf die Geschwindigkeitsanzeige noch blicken kann. Aber das kann man sich ja super gut einstellen. Besonders angetan bin ich, wie gesagt, von dieser Flexibilität mit den beiden Kugelköpfen, dass ich das halt ja, nach Belieben einstellen kann und eben auch durch den Kugelkopf innerhalb allerkürzester Zeit wechseln kann von dem normalen X-Grip, das jetzt drauf ist, zum Wireless Charge, wenn ich meine längere Tour vorhabe. Das dauert 1 Minute.
Super. Andere Position ausprobieren. Das heißt wieder, ich habe es euch ja gezeigt, drehen, hoch machen, unten runter machen, zur Seite, festdrehen, an, fertig. Ja. So, also das hier ist jetzt die Situation, wo ich tatsächlich nicht so weit runterschauen muss, was mir lieber ist, weil ich eben da nicht abgelenkt werde vom Verkehrsgeschehen. Aber es verdeckt halt in der Situation jetzt ein Instrument. Die beiden RAM X-Grip-Systeme hinterlassen einen durchweg positiven Eindruck. Wer sein Handy während der Fahrt im Blick haben will, natürlich unter der gegebenen Vorsicht und nicht ablenken zu lassen, ja, kauft mit beiden Produkten bewährte Technik und 2 qualitativ richtig gute Haltesysteme. Für mich persönlich würde das kleine X-Grip ausreichen. Eine Lademöglichkeit während der Fahrt, ja, die benötige ich nicht. Aber für längere Touren ist das Ganze natürlich echt top geeignet. Wireless Charging, wasserdicht, was will man mehr? Ja, die Preise für die beiden Systeme sind nicht klein, aber dafür bekommt man auch etwas Haltbares und Zuverlässiges im Vergleich zu China-Nachahmung.